Utopian News. Best news ever. Welcome to the newsroom with the wonderful Nora Nu. Guten Abend. Ich begrüße euch zu den Utopian News vom 1. Juli 2020. Best News ever. Mein Name ist Nora Nu und bei mir bekommt ihr jede Wahrheit, ganz nach eurem persönlichen Geschmack. Berlin. Lobbyisten fordern ein Lobbyregister. 6 Verbände von Lobbyisten sind nun mit der Forderung nach einem Lobbyregister vorgeprescht. Während erste Vermutungen, sie wollten ihre Arbeit damit transparenter machen, sich als falsch erwiesen, wurde nun klar, dass sie eine Lobbykartei erstellen möchten, in der jeder Politikerin seine oder ihre persönlichen Kontakte eintragen könne, sodass jeder Lobbyistin ohne Schwierigkeit seinen oder ihren Vorraum finde. Wie bekannt wurde, hält Philipp Amthor 83% der Aktien von lobbykartei.ralleballe.de. Berlin. Der Innenminister der Bundesregierung Horst Seehofer weist Kritik von sich, er wäre auf dem rechten Auge blind. Das könne er so nicht bestätigen, schließlich würde er stets auf seine Jungs von der Polizei und von den Geheimdiensten hören. Außerdem lese er jeden Tag die Bild und die Kompakt. Besser als er könne also keiner rechts stehen. Tübingen. Impfstoff für Infektionsgläubige. Sehen Sie hierzu einen Beitrag von Anton Willnig. Anton, go on! Ja, Nora, vielen herzlichen Dank. Ein bekannter Impfstoffhersteller hat nun mitgeteilt, dass endlich ein Impfstoff gegen Verschwörungsglaube, ausgelöst durch eine Virusinfektion mit dem Virus ADUHET-19, gefunden wurde. Die Hauptzutaten seien diversifizierte Information, Bildung und Offenheit. Attila H. mit 83%, Hauptaktionär des besagten Impfstoffherstellers, ist überglücklich. Nora, go on! Ingolstadt. Der berühmte Privatier Horst S. möchte künftig vermehrt als Pressemäzen auftreten und hat daher beschlossen, jede Redaktion von Print-, Online- und Rundfunkmedien zu einem Essen in seinem Büro im Ministerium für Inneres in Berlin einzuladen. Dabei soll es um die Themen Pressefreiheit und Verständigung zwischen Politik und Presse gehen. Kritiker hingegen behaupten, er wolle damit Einfluss auf die Medien nehmen. Diesen Kritikern droht Horst S. nun mit einer Klage. Best Werbung ever. 83% der Lobbyisten können sich keine Wohnung leisten. 83% der Lobbyisten sind ohne festen Wohnsitz. 83% der Lobbys sind wärmer als die Straße. Helfen Sie uns, dass wir keine Lobbyisten werden. Spenden Sie jetzt und wir werden keine Lobbyisten. Kaufen Sie Ticket-Äquivalente unter tsmgo.ralleballe.de. Gütersloh. Nach den Problemen beim fleischverarbeitenden Betrieb der Familie Tonne zieht die Bundesregierung ihre Lehren aus der Situation. Sehen Sie hierzu einen Beitrag von Anton Willnig. Anton, go on! Ja, Nora, vielen herzlichen Dank. Lohndumping, Käfighaltung für Angestellte und Subunternehmen. Damit ist jetzt Schluss. Man wird nun in den Vorräumen der Regierungsgebäude Gespräche mit Wirtschaftsvertretern darüber führen, wie künftig mit Lohndumping umzugehen sei. Wirtschaftsverbände zeigen großes Interesse. Der Bundesverband der Lohndumpingindustrie, seinerseits zuständig für sämtliche Unternehmen in Deutschland, signalisierte große Gesprächsbereitschaft. Man habe es satt, ständig mit negativen Schlagzeilen in der Presse zu stehen. Der Vorsitzende des Verbands, Clemens C. aus Gütersloh, sagte dazu, die selbst auferlegte Religion des Lohndumpings müsse ein Ende haben. Man wolle daher künftig definitiv nur noch Übertarif bezahlen. Wie bekannt wurde, hat Herr T. aus Gütersloh allerdings auch schon einen Termin in der Lobby bei Herrn Horst S. aus Ingolstadt gebucht, um mit ihm darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten er denn hätte, auf die Presse einzuwirken, dass nur noch positive Schlagzeilen generiert werden. Nora, go on! Mississippi. Der US-Staat entfernt aus seiner Flagge die Fahne der Konföderierten. Damit wolle man ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen. Diese wird ersetzt durch die Regenbogenfahne. Washington. Der US-amerikanische Präsident Donald Duck bittet um Entschuldigung für das Verbreiten eines Videos, in dem seine Anhänger vermehrt und wiederholt White Power rufen. Er habe dieses Video versehentlich für einen Werbespot eines Waschmittelherstellers gehalten, an dem er 83% der Aktien halte. Detroit. Der Autohersteller Ford wird in den nächsten 30 Jahren komplett klimaneutral werden, hat er so gesagt. Nairobi. Der von der WHO eingeführte Impfstoff für Bedürftige in Ländern der sogenannten Dritten Welt hat leider nicht den durchschlagenden Erfolg gehabt, den sich die Weltgemeinschaft erhofft hatte.
Sehen Sie dazu einen Beitrag von Anton Willnig. Anton, go on! Ja, Noranu, vielen herzlichen Dank. Auf Anraten der WHO hat die Weltgemeinschaft, angeführt von prominenten Impfunterstützern, zu Beginn der Gesundheitskrise die kostenlosen Schutzimpfungen für Ärmere gestoppt. Das erhoffte Ziel, dadurch die Weltbevölkerung zu dezimieren, wurde leider verfehlt. Das Aufsammeln bislang eingedämmter Seuchen wie Polio, Masern oder Cholera fiel nicht so stark aus wie erwartet. Man wolle den Impfstopp für kostenlose Impfungen daher auf unbegrenzte Zeit ausweiten, bis die Ärmsten der Ärmsten endlich durch Ableben auch ihren Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisteten. Wohlhabendere müssen sich aber keine Sorgen machen. Wer für seine Impfung bezahlen könne, darf sie sich auch leisten. Noranu, go on! Und nun die demokratischen Best News Ever. Bayern. Die Agentur für Henschels Nachrichten vermeldet, Horst S. vom Ministerium für Heimat verspricht mutigen BürgerInnen, die ihren Urlaub an der heimischen Küste oder im heimischen Gebirge verbringen möchten, eine kostenlose Bahnnutzung. Auf allen Strecken und auf unbestimmte Zeit. Berlin. Wie die SH-Presseagentur vermeldet, hat das Bildungsministerium unter Johanna Karliczek beschlossen, künftig in allen allgemeinbildenden Schulen die Technologien und die Unterrichtsmaterialien für Teleportation und Zauberei zur Verfügung zu stellen. Somit werden Stresssymptome zukünftig minimiert oder gar ganz abgeschafft. Das waren die demokratischen Best News für diese Woche. Und nun das demokratische Best Weather Ever mit Anton Willnig. Anton, go on! Ja, Noranu, vielen herzlichen Dank. Das Wetter, meine Damen und Herren, Lieder, Wolken, Sonne, satt und ein unerklärliches Aufkommen von Regenbögen aller Orten lassen Meteorologen und die Bevölkerung den Atem anhalten. Man ist sich noch unsicher, was das Farbenspektakel auslöst. Sicher sei jedoch, dass bunt besser ist als braun. Noranu, go on! Vielen Dank, Anton. Vielen Dank, liebe ZuschauerInnen, für eure Treue und eure Best Democratic News. Schreibt uns, was ihr schon immer mal in den Nachrichten ausgesprochen haben wolltet. Schreibt uns eure Best News. Und wir bringen sie hier in den Nachrichten. Versprochen. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch um 19 Uhr in diesem Channel. Ich bin Noranu und bei mir bekommt ihr jede Wahrheit. Ganz nach eurem persönlichen Geschmack. Und jetzt kommt, worauf ihr alle schon die ganze Woche gewartet habt, der dieswöchige Best Song Ever. Go on!
Utopian News. Hi, wir sind Charlotte und Ulle von TSMGO bzw. von den Utopian News. Vielen Dank, dass ihr immer schön einschaltet und unsere Videos anschaut. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine kleine Spende hinterlasst unter tsmgo.ralleballe.de. Vielen Dank, bis bald. Tschüss!